Was wäre, wenn ich dir sage, dass ein Kernkraftwerk im Grunde nichts anderes tut, als Wasser zu kochen? Kein Laserschwert, keine Science-Fiction, kein geheimnisvoller Energiestrahl. Uran erhitzt Wasser. Wasser wird zu Dampf. Dampf treibt eine Turbine an. Turbine erzeugt Strom. Das ist das ganze Prinzip. Es klingt absurd simpel für eine Technologie, die ganze Nationen spaltet, Kriege beeinflusst hat und deren Abfall noch in 100.000 Jahren strahlt. Aber genau darin liegt die Faszination. Die komplexeste Energiequelle, die der Mensch je gebaut hat, basiert auf dem simpelsten Prinzip der Welt: heißes Wasser. Der Unterschied zu deinem Wasserkocher in der Küche liegt nicht im Konzept. Er liegt in der Frage, woher die Hitze kommt. Und die Antwort darauf beginnt mit einem Spaziergang im Schnee. An Weihnachten 1938. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen in ein schwedisches Winterwaldstück, wo eine geflüchtete Physikerin und ihr Neffe auf einem Baumstumpf die Kernspaltung erklärten. Wir schauen uns an, warum ein Uranpellet so groß wie eine Fingerkuppe eine Tonne Kohle ersetzt. Und wir klären, wie man eine Kettenreaktion kontrolliert, die bei einem Fehler außer Kontrolle geraten kann. Abonniere jetzt den Kanal, wenn dich die Physik hinter dem Alltag fasziniert. Im Dezember 1938 saß die österreichische Physikerin Lise Meitner in Schweden im Exil. Sie war vor den Nationalsozialisten geflohen und hatte dabei fast alles zurückgelassen: ihr Labor, ihre Karriere, ihr Leben in Berlin. Aber nicht ihre Verbindung zu Otto Hahn, dem Chemiker, mit dem sie jahrelang zusammengearbeitet hatte. Kurz vor Weihnachten erreichte sie ein Brief von Hahn. Er und Fritz Straßmann hatten Uran mit Neutronen beschossen und dabei etwas Unmögliches gefunden: Barium, ein Element mit der halben Masse von Uran. Hahn konnte sich nicht erklären, wie ein winziges Neutron einen Urankern in 2 Hälften spalten konnte. Über die Feiertage besuchte Meitners Neffe Otto Frisch sie in Schweden. Die beiden gingen im Schnee spazieren, Frisch auf Skiern, Meitner zu Fuß. An einem Baumstumpf hielten sie an und rechneten. Meitner schlug vor, den Atomkern wie einen Wassertropfen zu betrachten. Wenn man ihn hart genug trifft, dehnt er sich aus, schnürt sich in der Mitte ein und zerbricht in 2 Hälften. Frisch zeichnete Diagramme in den Schnee. Die Rechnung ging auf. Die Energie, die bei dieser Spaltung frei wurde, war gewaltig. Frisch nannte den Prozess Fission, nach dem biologischen Begriff für Zellteilung. Die Kernspaltung war entdeckt. Die Spaltung eines einzelnen Urankerns setzt Energie frei. Aber das allein wäre nutzlos, wie ein einzelnes Streichholz in einem dunklen Raum. Das Entscheidende ist, was nebenbei passiert. Wenn ein Uran-235 Kern gespalten wird, schießen 2 bis 3 freie Neutronen heraus. Jedes dieser Neutronen kann einen weiteren Urankern treffen und spalten. Und jede dieser Spaltungen setzt wieder Neutronen frei. Das ist die Kettenreaktion. Ein Neutron wird zu 2, 2 werden zu 4, 4 zu 8. In einer Atombombe läuft dieser Prozess unkontrolliert ab, in Millionstel Sekunden. In einem Kernkraftwerk wird er gebremst, kontrolliert und auf einem konstanten Niveau gehalten. Die Kunst besteht nicht darin, die Reaktion zu starten. Sie besteht darin, sie nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Der Brennstoff eines Kernkraftwerks sieht nicht aus wie etwas, das die Welt antreiben könnte. Es sind kleine Keramikzylinder, etwa so groß wie eine Fingerkuppe und rund 10 Gramm schwer. Diese Pellets bestehen aus Urandioxid, einem harten, dunklen Material, das auf 3 bis 5% Uran-235 angereichert wurde. Ein einziges dieser Pellets enthält so viel Energie wie eine Tonne Kohle oder 149 Liter Öl oder 17.000 Kubikfuß Erdgas. 10 Pellets reichen, um einen durchschnittlichen Haushalt ein ganzes Jahr lang mit Strom zu versorgen. Die Pellets werden in Metallrohre aus Zirconium gestapelt, den sogenannten Brennstäben. Etwa 200 bis 300 dieser Stäbe bilden ein Brennelement. Und rund 150 bis 250 Brennelemente stehen aufrecht im Reaktorkern, einem Stahlbehälter mit 3,5 Metern Höhe und 3 Metern Durchmesser. Dort findet die kontrollierte Kettenreaktion statt. Jetzt wird der Wasserkochervergleich konkret. Der häufigste Reaktortyp weltweit ist der Druckwasserreaktor. Sein Prinzip ist elegant. Wasser umspült die Brennstäbe im Reaktorkern und erfüllt dabei 2 Aufgaben gleichzeitig. Erstens bremst es die Neutronen ab. Schnelle Neutronen, die bei der Spaltung freigesetzt werden, sind zu schnell, um weitere Urankerne effektiv zu treffen. Das Wasser verlangsamt sie auf die richtige Geschwindigkeit, man nennt das Moderation. Zweitens nimmt das Wasser die Wärme auf. Im Reaktorkern erreicht es etwa 325 Grad Celsius.
Damit es bei dieser Temperatur nicht kocht, steht es unter enormem Druck, rund 150 Mal höher als der normale Luftdruck. Dieses heiße, unter Druck stehende Wasser fließt dann in einen Dampferzeuger, wo es seine Wärme an einen zweiten, separaten Wasserkreislauf abgibt. Erst dort entsteht der Dampf, der die Turbine antreibt. Die beiden Kreisläufe berühren sich nie direkt. Das radioaktive Wasser aus dem Reaktor bleibt in einem geschlossenen System. Die Kontrolle über den Reaktor hängt von einem verblüffend einfachen Mechanismus ab. Zwischen den Brennelementen stecken Stäbe aus Materialien wie Bohr, Cadmium oder Silber. Diese Materialien verschlucken Neutronen, ohne selbst zu zerfallen. Je tiefer die Kontrollstäbe im Reaktorkern stecken, desto mehr Neutronen fangen sie ab und desto langsamer läuft die Kettenreaktion. Zieht man sie heraus, beschleunigt sich die Reaktion. Schiebt man sie vollständig hinein, stoppt sie. Und hier kommt ein Detail, das viele überrascht. Die Kontrollstäbe werden nicht von Motoren gehalten, sondern von Elektromagneten. Fällt der Strom aus, verlieren die Magnete ihre Kraft. Und die Stäbe fallen durch die reine Schwerkraft in den Kern. Der Reaktor fährt sich selbst herunter. Kein Computer, kein Knopfdruck nötig. Die Physik regelt das. Dieses Prinzip heißt Scram und ist das wichtigste Sicherheitsmerkmal jedes Druckwasserreaktors. Um den Reaktor herum gibt es nicht eine Barriere, sondern 3. Die erste ist das Zirconium-Hüllrohr um jeden Brennstab, das die radioaktiven Spaltprodukte einschließt. Die zweite ist der Reaktordruckbehälter selbst, ein Stahlgefäß mit Wänden von über 20 cm Dicke. Die dritte ist das Containment, ein massives Gebäude aus meterdickem, stahlbewehrtem Beton. Dieses Gebäude soll selbst bei einem schweren Unfall verhindern, dass radioaktives Material in die Umwelt gelangt. Strahlungsdetektoren überwachen permanent die Werte innerhalb und außerhalb der Anlage. Steigt ein Wert über den Grenzwert, fährt der Reaktor automatisch herunter. Deutschland hat am 15. April 2023 seine letzten 3 Kernkraftwerke vom Netz genommen. Es war das Ende einer Debatte, die über Jahrzehnte geführt wurde. Kein anderes Industrieland der Welt hat sich freiwillig und vollständig von der Kernenergie verabschiedet. Frankreich betreibt 56 Reaktoren und deckt rund 70% seines Stroms mit Kernkraft. Weltweit sind über 400 Reaktoren in Betrieb. Ob der deutsche Weg der richtige war, darüber streiten Physiker, Ökonomen und Politiker bis heute. Aber eines steht fest: Die Technologie selbst ist so faszinierend wie am ersten Tag. 1 Kilogramm Uran enthält die Energie von 14.000 Kilogramm Kohle. Diese Zahl verschwindet nicht, egal welche politische Entscheidung man trifft. Wenn du das nächste Mal deinen Wasserkocher einschaltest, denk kurz daran, dass ein Kernkraftwerk im Prinzip dasselbe tut. Nur dass die Hitze nicht aus einer Heizspirale kommt, sondern aus der Spaltung von Atomen. Aus einem Prozess, den 2 Physiker an einem Weihnachtstag auf einem Baumstumpf im schwedischen Schnee zum ersten Mal verstanden. Ein Keramikzylinder so groß wie eine Fingerkuppe ersetzt eine Tonne Kohle. Kontrollstäbe fallen durch Schwerkraft in den Reaktor, wenn der Strom ausfällt. Und 3 Mauern trennen die Spaltprodukte von der Außenwelt. Die Physik der Kernenergie ist weder magisch noch unbegreiflich. Sie ist elegant. Und sie beginnt mit der simpelsten Frage der Welt: Wie kocht man Wasser? Wenn du wissen willst, welche anderen Alltagstechnologien auf überraschend einfachen Prinzipien beruhen, schreib es in die Kommentare.